Nachdem wir uns in der letzten Episode die Closing Ceremony an der Wagah Border, die heilige Stadt Varanasi und den Taj Mahal angeschaut haben, nehmen wir euch nun mit auf den Weg weiter Richtung Süden. Dabei berichten wir von unserem bisherigen Tiefpunkt unseres Trips in Panchale, wie wir uns davon am Savitri Point zu erholen versuchen und wie wir im Anschluss die Strände im Süden Maharashtras und in Goa erkunden. Guten Morgen, wir stehen hier in Panchale im Staat Maharashtra auf dem Parkplatz einer Polizeistation. Hier haben wir heute Nacht geschlafen. Eigentlich wollten wir ein bisschen außerhalb in der Natur übernachten und haben gestern Abend auch einen ganz netten Spot gefunden, ein bisschen abseits von der Straße. Allerdings ist dann das hier passiert. Eine Gruppe junger Männer hat einen großen Stein gegen unser Auto geschmissen, beziehungsweise durch die Scheibe geschmissen. Es waren so 5, 6 Jungs, die sind gegen 11 Uhr abends zu unserem Auto gekommen, was wie gesagt echt außerhalb von 2 ganz kleinen Dörfern stand, und haben erst angefangen gegen das Auto zu klopfen, dann ganz fest dagegen zu schlagen, so dass ich mich gezwungen sah, nochmal aus dem Bett aufzustehen und denen zu sagen, dass sie doch dann bitte aufhören sollen. Und habe die Tür aufgemacht. Und ja, die sind dann auch tatsächlich gegangen zu ihren Motorrädern, aber ja, noch bevor sie dann eben in die Dunkelheit verschwunden sind, haben sie einen großen Stein genommen und den hier durchgepfeffert. Relativ beschissen. Natürlich, wichtig ist, dass uns nichts passiert ist. So eine Scheibe kann man reparieren. Naja, nichtsdestotrotz ist es natürlich extrem ärgerlich. Auch so das Gefühl der Sicherheit schwindet ein bisschen. Aber wir werden jetzt mal zusehen. Also wie gesagt, wir haben dann hier bei der Polizei übernachtet, wo wir einen Bericht abgegeben haben gegen Unbekannt, aber es ist eben im Zweifel natürlich einfach für die Versicherung. Und der sehr nette Police Officer will uns jetzt helfen, dass wir zumindest irgendwie eine provisorische Lösung finden, um das Fenster abzudichten. Denn aktuell kann man eben einfach reingreifen und das Fenster aufmachen. Da hilft auch kein Tape, was ich schon gestern Abend zumindest so provisorisch davor geklebt hat. Wir brauchen da also jetzt irgendwie was Richtiges für die nächsten Tage, und dann müssen wir versuchen, hier in Indien so ein neues Fenster zu bekommen. Ja, kurzer Change of Plans. Die Strände in Goa müssen ein kleines bisschen länger auf uns warten. Dieser nette Shop hat uns Acrylglas geschenkt, leider nur ein sehr schmaler Streifen, ein bisschen zu schmal, aber ich werde das mal zurechtschneiden und dann draufkleben und hoffentlich hält das.
haben uns von der eingeschmissenen Scheibe nicht unterkriegen lassen und heute einfach direkt schon wieder in der Freiheit übernachtet. Wir haben uns gesagt, das ist wie beim Reiten auf Pferden, wenn man runterfällt, muss man einfach sofort wieder aufstehen und sich in den Sattel setzen und direkt weitermachen. Das haben wir hier gemacht. Wir haben uns auch gesagt, ja, Inder sind sehr, sehr neugierig und haben dabei scheinbar ein anderes Verständnis von Privatsphäre und Nähe. Es wird eben sehr, sehr viel gegen das Auto geklopft, es wird gegen das Auto feste geklopft, es wird durchs Fenster geschaut, es wird versucht, die Türen zu öffnen. All das passiert und aus unserer Sicht werden da eben Grenzen überschritten, aber man muss sich eben auch einfach sagen, es ist ja eine andere Kultur, so ist es eben scheinbar hier und damit muss man dann umgehen und wir möchten euch auch bekräftigen, euch davon nicht abhalten zu lassen, in dieses schöne Land zu fahren, denn die allermeisten Inder, die wir bisher kennengelernt haben, sind super freundlich und super nett zu uns und die Leute, die dann eben Stein nehmen und ihn durchs Fenster schmeißen, sind natürlich eben die absolute Minderheit. Es ist ultra ärgerlich, es ist scheiße, gar keine Frage. Aber das kann passieren und das kann eben auch überall passieren und uns ist es jetzt passiert. Wir versuchen da so gut es geht einen Haken hinter zu machen und uns unseren Trip hier davon nicht verderben zu lassen. Und daher haben wir heute, wie gesagt, einfach uns sofort wieder ins kalte Wasser geschmissen und wieder Freedom Camping gemacht. Wir haben hier übernachtet auf einem öffentlichen Parkplatz. Ich weiß gar nicht genau, wo wir hier sind. Wir sind immer noch auf dem Weg hin zu Goa, zu den Stränden. Und da haben wir eben hier angehalten. Das ist ein Aussichtspunkt. Und hier haben wir einen unglaublich schönen Sonnenuntergang gestern erlebt. Es war richtig, richtig cool. Es waren relativ viele Leute hier gestern auf dem Parkplatz. Also es ist ein beliebter Spot, wo man abends hinfährt, scheinbar sich den Sonnenuntergang anzuschauen. Aber als das Spektakel vorbei war, sind dann eben auch alle Autos relativ fix gefahren und heute Nacht waren wir komplett alleine. Hier war niemand. Liegt wahrscheinlich auch daran, wir sind hier doch recht weit von irgendwelchen Dörfern oder Siedlungen entfernt, sodass sich hier eben niemand so richtig hin verirrt. Das war also gut, dass wir eine ruhige Nacht hatten. Und jetzt steigen wir ins Auto und fahren los. Wir haben noch ungefähr 7 Stunden und dann stehen wir hoffentlich am Meer, am Strand. Ich habe gerade die erste Acrylplatte zurechtgeschnitten mit der Handsäge. Das hat schon mal gut geklappt. Und jetzt versuchen wir mal die davor zu kleben. Ja, ist leider nicht so geil geworden, wie ich wollte. Und vor allem ist der Kleber, den wir gekauft haben, der neue, gelb. Deswegen haben wir jetzt hier so einen schönen gelben Rand. Aber ist ja hoffentlich nur provisorisch. Das ist groß. Und hier, ne?
ich würde mal sagen, hier bleiben wir ein paar Tage. Wir haben es noch immer nicht nach Goa geschafft, was aber einzig und allein daran liegt, dass es uns auch hier schon so super gut gefällt. Wir sind hier an einem Strand ganz im Süden vom Staat Maharashtra, also relativ kurz vor Goa, und haben auch die letzten Tage schon an einem Strand gestanden. Seit, ich glaube, 3 Tagen stehen wir jetzt aber hier, und hier ist ein absoluter Traum. Wir haben diesen Strand im Grunde komplett für uns alleine. Ab und zu kommen mal ein paar Local Fishermen vorbei oder ein paar Bauarbeiter holen sich Sand ab. Aber ansonsten stehen wir hier Tag und Nacht alleine, genießen die Sonne, die jetzt hier auch richtig rausgekommen ist, und lassen uns einfach gut gehen. Wir sind hier bei den netten Leuten von MVR Fiat in Goa. Hier hat unser geliebter Van heute schon Ölwechsel bekommen und einen ganzen Satz an Filtern. Und jetzt gleich wieder aufgebockt, und dann schauen Sie ihn sich auch von unten nochmal im Detail an. Ich hoffe, dass nichts kaputt ist, denn Ersatzteile für einen Fiat Ducato in diesem Teil der Welt zu bekommen, ist eher schwierig. Die haben mir gestern ganz große Augen gemacht, als wir vorgefahren sind, denn ein Fiat Ducato, das Modell gibt es in Indien einfach nicht. Es gibt es tatsächlich, in ganz Asien wird er nicht vertrieben. Und so mussten sie hier und da mal zweimal schon hinschauen, wo die einzelnen Filter denn zum Beispiel verbaut sind. Das ist ja natürlich einfach anders als bei anderen Modellen und den ja, eher kleineren Modellen, die sie hier in Indien haben. Wir hatten zum Glück einen ganzen Satz an Filtern schon aus Deutschland mitgebracht für den Fall der Fälle. Der musste dann jetzt eben tatsächlich genutzt werden. Aber die Jungs nehmen sich Zeit, geben sich Mühe, machen bisher einen ganz coolen Job, und ja, hoffen wir, dass wir bald wieder auf die Straße können.
Tina, geht's dir gut? Wir stehen hier immer noch am Betal Batim Strand, was ein kleiner Teil vom Kolva Strand hier im Süden von Goa ist. Hier wollten wir eigentlich noch mal hinfahren, uns das anschauen. Sind jetzt allerdings schon, ich glaube, 8 Tage hier. Einfach weil es uns so gut gefällt. Es ist super schön. Wir stehen morgens auf, laufen die 50 Meter die Straße hoch zum Strand. Gehen schwimmen, legen uns in die Sonne, bestellen beim Beachhack Getränke oder auch mal Essen und machen einfach wirklich Urlaub. Das ist sehr, sehr cool. Wir könnten das auch noch sehr viel länger machen, aber wir haben uns immer gesagt, Weihnachten wollen wir in Kerala verbringen, in dem Staat ganz im Süden von Indien, und da das noch knapp 1000 Kilometer sind, und wir nur noch wenige Tage bis Weihnachten haben, sind wir heute früh aufgestanden und machen jetzt mal richtig Strecke. Ja, komm doch her! Ja, komm doch noch mal her! Na? Nein! Hallo, ja, Kleine. Oh, hast du die Kamera angelegt? Das ist auch nur eine Kamera. Oh. Ist da jemand traurig, weil er Abschied nehmen muss von dem kleinen Babyhund? Ja, die beiden hatten einen wichtigen Termin. Ja, ich muss schnell irgendwo hin.